Alrighty then, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget auf EU4. Machen wir die neue Folge Players to Watch. Jetzt, bevor EU5 startet, also in der nächsten Players to Watch, wird man dann auch sehen, inwiefern sich EU5 auf den einen oder anderen auf EU4 ausgewirkt hat. Aber jetzt ist gerade der legendäre Dungeon vorbei. Wir haben es Sonntag 23 Uhr, 20 Uhr ist der legendäre Dungeon geschlossen für alle, also auf diesem Server. Das heißt, im Prinzip sollten diejenigen, die jetzt wirklich gespielt haben, da auch schon durch sein. Da ihr das Video aber erst am Dienstag seht, ist natürlich alles, was ab Sonntag 23 Uhr oder auch am Montag gemacht wurde, nicht enthalten. Das sehen wir dann halt im Vergleich zur nächsten Folge. Ne? Aber ich hoffe, dass die meisten wenigstens ihre ganzen Items, anders als ich teilweise auf dem Server, schon getauscht haben. Nein, ich habe eigentlich, glaube ich, auch soweit alles aktuell. Können wir kurz mal reingucken. Ich habe keine neue Epic-Waffe bekommen, also oder legendäre Waffe. Ich hatte ja schon eine gefunden, aber die war halt alt. Die ist ausgetauscht worden und ich habe keine Handschuhe gefunden, keine legendären. Ansonsten sind die manche Items ein bisschen älter. 351 war jetzt so das aktuelle. Mit Level 258 bin ich also voll dabei. So, und die Top 30 der Ehrenhalle, oh wow, da ist nochmal ein bisschen was passiert. Also der letzte Part ist ungefähr, würde ich sagen, 2 Wochen her. Nicht ganz, vielleicht 2 Wochen. Da hatten wir die ersten Spiele über Level 300 und jetzt sind einige nachgezogen. Also in der Spitze ist der Server auch sehr stark. Outer Banks dominiert das ganze Geschehen hier in der Ehrenhalle, definitiv. Die haben sich da wahrscheinlich auch echt viel vorgenommen, aber trotzdem gibt es auch Ausreißer. Es ist jetzt auf den ersten Blick ganz schwer zu sagen. Ich glaube, 342 ist wirklich das höchste Level. Und da sehen wir einen Assassinen vorne, Bartimeus. Der war beim letzten Mal auch schon oben dabei, aber nur 293. Der hat, also man muss sich einfach nur mal die beiden hier angucken, ne? Also abgesehen davon, dass hier alles blinkt, weil ich die Items nicht habe. Die sind einfach voll legendär. Die haben ordentlich Runenbonus und sie haben auch vor allen Dingen richtig fetten Schmiedbonus. Also so sehen die Chars aus, die dann hier durchziehen müssen. Und Bartimeus ist halt Jago hat sich einfach mal in die 1 gekämpft. GG Jago. GZ. Ach, diese Bugs. Nein, auch Bartimeus das gleiche. Also auch hier sieht man das, was da gemacht werden muss. Ich meine, das heißt nicht, dass er jetzt wirklich der allerbeste Char ist. Aber die haben zum Beispiel auch schon die Skills jetzt fast auf 10 Millionen. Also fast schon durchgespielt. Also das ist echt, so sieht's aus. Und viele andere sind da ähnlich gut unterwegs. Also Amstaff hier, bei dem sieht es doch genauso aus im Prinzip. Die haben alles legendäre Steine jetzt drin. Ich habe 1, 2 Steinchen drin. Ja, also das ist echt krass. Krass. Und ja, wir haben jetzt ungefähr, also hier ist mal einer gewesen, 306. No, fast die Top, also so 50 Leute, über 300, definitiv. Ja, hier übrigens falscher Hase, da frage ich mich die ganze Zeit, ob das der ist von S41. Der war damals auch bei Welten im Wandel dabei. Wäre ja auch mit 330, also es zieht sich, der merkt, es zieht sich alles, es zieht sich richtig durch. Und wir haben wirklich immer noch eine sehr, sehr bunt gemischte Char-Variation. Also klar, der Dämonen-Hunter, ja, Demon Hunter, der dominiert so ganz leicht, aber wir haben Berserker oben mit dabei, wir haben Druiden dabei, Magier, sogar einige Magier dabei. Wir haben Krieger dabei, wir haben eben den Assassinen oder die Assassinen dabei. Wir haben sogar Battle Mages dabei, auch wenn das am schwierigsten ist. Ja, muss man so sagen. Kundschafter haben wir hier auch zwischendrin dabei. Ja, die Berserker fallen tendenziell einen Ticken ab vielleicht, aber ich denke, auf EU5 könnte sich das wie folgt darstellen, dass man dann noch mehr Dämonenjäger sieht, aber vielleicht auch ein paar Berserker mehr. Könnte ich mir vorstellen. Aber mal gucken. Hier geht es um EU4. Und dann schauen wir mal rein. Bei den Gilden sieht es jetzt auch so ein bisschen danach aus, dass man sieht,
Die Ehrenhalle wird sich aufklären. Es ist noch nicht 1:1, glaube ich, das Bild, was es ergeben muss. Outer Banks auf der 1 ist klar, Singularity auf der 2. Das sieht auch durchaus richtig so aus. Ich glaube, Tiger Corporation wird jetzt nicht mehr lange auf der 3 bleiben. No Mercy auf der 4 auch nicht. Hier zum Beispiel Bohodari, die müssen noch weiter vor. Die haben 45 Raids. Die sind noch nicht durch mit den Raids. Blackout hat die Raids schon. 255 im Durchschnittslevel. Die werden hier auf jeden Fall hochkommen. Die nicht. Die sind bei 45, 25. Also es ist ein bunt gemischter Haufen. Baguette Quest schon bei 46 immerhin. Eigentlich auch eine ziemlich lustige Gilde. Order 66 sind bei 49 von 150. Die haben es auch bald geschafft. Ja, die gehen auf Top 3 Angriff. Wären theoretisch 4. Interessant, hier gibt es einen Stammtisch. GG. Nicht schlecht. Also man sieht, das ist jetzt bunt gewürfelt. 3, 4 Gilden sind durch mit, also im Moment 3 Gilden sind durch mit den Raids und eine 4. bald und 2, 3 andere folgen auch. Also das ist definitiv, also hier muss man ja auch sagen, Undead Army auch schon bei 48. Also, ne, das sieht rein von den Raids aus wie eine tendenzielle Top 5 Gilde. Also es sei denn, es gibt noch andere Gilden, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm habe. Vom Durchschnittslevel her eigentlich nicht, aber es liegt halt vor allen Dingen an den Top-Spielern, muss man sagen, in der Gilde. Und an der Stelle startet natürlich ein Top-Spieler direkt in unsere Players to Watch, ja. Der Ain Sama, der nicht nur Gildenleiter ist, sondern auch richtig krass pusht. Also, der hat fast auch jetzt, also vielleicht hat er dann nochmal einen legendären Stein dann noch neu, dann wäre er voll legendär ausgerüstet. 5% SA gemacht, sich komplett ausgerüstet, die Werte sind extrem nochmal gestiegen. Da ist immer noch die Werbung drin, GG. Also 317, er war damals 262, ne? Er hat 55 Level gemacht, also wir haben ihn auch oben in der Liste gesehen, das ist ein Top-Char, definitiv. Also, und ich finde es nice, weil er eben Assassine ist, geht mein Main-Char-Herz auf jeden Fall. Dickes, fettes Shoutout an ihn, also krass. Also das ist einer der Gründe, warum eben Undead Army an den 50 Raids kratzt, muss man so sagen. Der Anfängerhuhn spielt auch noch bei den Kampfkeksen. Er war zuletzt 76, ist jetzt 112. Da ist auch richtig viel passiert. Nice, ey. Hab ja gesagt, es ist schön, dass er durchzieht. Er hat auch die Option gehabt, seinen legendären Stein weiterzuziehen. Er hat jetzt hier ein paar mehr Epics drin. Die Werte haben sich verbessert. Das SA ist nochmal um 15% hochgegangen. Level hat er fast 40 geschafft. Echt geil. Schöner Progress, gefällt mir. Und das ist dann umso besser, wenn man das dann auch liest, ja. Obwohl ich ja überhaupt Free-to-Play technisch nur ein paar Hinweise immer geben kann. Also ein Free-to-Play-Guide. Gut, ich habe einen Free-to-Play-Guide als solches gemacht. Auch es war so ein Overall-Guide in Deutsch und in Englisch. Sieht aber echt nice aus. Freut mich definitiv. Und Casey Ryback spielt auch nach wie vor auf Top-Niveau. Hat 4% SA gemacht, ist in den Leveln bei 45 auch hochgekommen. Ja, hier sehen wir Mix, legendäre Items, nicht komplett legendäre Steine, also er hat es nicht ganz übertrieben, aber er ist zum Beispiel vom Arena Manager genauso gut unterwegs wie die die ganz großen Top-Spieler. Und wir mal bei ihm gucken, wie es denn hier aussieht. Boah, der ist sogar auf 21%, krass. Da waren die ganz oben in der Ehrenhalle sogar schlechter unterwegs. Ist trotzdem eben Top-Char, auch wenn man vielleicht dann denken würde, hält nicht ganz mit, das ist vielleicht auch nur eine Momentaufnahme, vielleicht zieht er auch noch mehr durch. Also es kann ja noch, stand jetzt immer noch eine Stunde Zeit fast, um sich die legendären großen Edelsteine zu besorgen. Also da ist noch das letzte Wort vielleicht noch nicht gesprochen. Dann haben wir Catalea von den Creepers. Ist von 59 auf 85 hochgekommen. Im SA sind auch 9% passiert, was sehr, sehr gut ist. Schöner Fortschritt. Also das definitiv auch ganz wichtig, um weiterzuziehen. Anfängerhuhn liegt dann noch weiter vorne, aber ist auch nicht schlimm. Zieht gut mit. Das ist das Wichtigste. Ja.
Das ist das Wichtigste. Ausbauten 8 von 8. Rinder, weiß ich gar nicht, ob das beim letzten Mal auch so war. Nee, da ist auch viel passiert. Von 5 zu 5 auf 8 hoch. Geil. Oh, Chaos. Müssen wir erstmal angreifen. Let's go. Wo ist er denn jetzt hier? Chaos hat 37 Level gemacht, hat 12% SA gepusht. Spielt bei Kusnia weiter mit. Hat hier keine Description neu. Also ich bin mir gerade nicht mehr über den Stand im Klaren. Ich glaube, hier wurden Anfangspakete geholt. Aber man kann immer noch das SSA ein bisschen angreifen, aber es ist ja nice. Also er hat jetzt die 90 Dungeons geklärt. Er ist jetzt kurzerhand in den Twister gekommen. Also da können auch noch ein paar Level jetzt nachgezogen werden vielleicht. Sodass er beim nächsten Mal sicherlich auch, wenn er so weiterspielt, einen guten Progress gemacht hat. Dann kommen wir zu Gimli aus der Order 66. Haben wir ja gesehen. Die sind auch gut unterwegs und auch er ist nicht von schlechtesten Eltern. Im Levelbereich gesellt er sich so ein bisschen auf meine Stufe. Er hat 60 Level gemacht, 62 sogar an der Zahl. SA hat er um 9% hochgepusht. Hier fehlt gerade noch ein Slot. Oh, auch ihn muss ich angreifen. Gucken, sollte ich schlagen? Oh, war jetzt nicht so einfach, aber haben wir geschafft. Sehr gut. Legendäre Steine hat er sich jetzt auch nicht geholt. Das ist halt mein Vorteil so ein bisschen, ne? Dass ich das gemacht habe. Auch im Arena-Manager habe ich Vorteil. Also da ist Luft nach oben. Ich denke aber, dass hier ein Stärkestein oder ein legendärer Stein fehlt. Und ich glaube auch, dass dieser legendäre Stein vielleicht noch vom Elevator ist. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Aber Luft nach oben soll jetzt nicht so negativ klingen. Er hat trotzdem im Durchschnittsrang sich ordentlich nach vorne geprescht. Und das passt auch. Gutes Verfolger. Ja, McFit ist einer derjenigen, den man hier verfolgen will. Einer auch der Top-Chars, der stärkste Krieger auf dem Server. Ja, er hat genau 30 Level gepackt. Ist eben auch komplett orange, der Gute. Das ist auch kompletter Fortschritt. Hier sieht man, dass er in den Skills einen Ticken aber hinterherhängt. Gegenüber den anderen, die wir gesehen haben. Also da sind mal locker 100 bis 200 Skillpunkte vielleicht hinterher, möchte man sagen. Also, das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Er hat ja auch von Fehlern damals gesprochen, aber man muss immer noch sagen, das war laut den Aussagen, die man bekommen hat, sein erster richtiger Pilzchar. Hatte vorher nicht so viel die Ahnung, musste sich viele Ratschläge holen und dafür ist das natürlich echt ein krasses Ergebnis. Nach wie vor, also durchziehen. Als nächstes kommen wir zu Neo, der weiterhin nur auf Geschick unterwegs ist. Also das ist so famos. Neo habe ich ja ein großes Shoutout auch gegeben im Deep Talk zu den Fragen. Hat er selber auch Fragen eingerichtet. Nice finde ich, dass er extra nochmal attributiert hat. Sieht overall einfach so geil aus. Ich glaube, die Schuhe sind noch die gleichen wie damals. Aber hey, was soll's, das ist halt immerhin Epic. Ich glaube, das auch. Verrückt, aber hier, ne? 125, er war damals Level 98. Ich vermute auch, dass er die 90 Dungeons geklärt hat. Ja. Und das Einzige, was ich natürlich jetzt vermisse, ist legendäre Items. Hat er wahrscheinlich nicht gespielt, den Legi-Dungeon. Also, kann ich mir vorstellen. Rein zeitlich vielleicht Free-to-Play nicht möglich gewesen, man weiß es nicht. Hätte ich natürlich auch gefeiert. Und aber es ist alles gut. Also ich könnte es gar nicht durchziehen. Er hatte immer noch 3% SA gemacht, ja. Also da sage ich jetzt nichts. Alles, was positiv vorgeht, das SA kann er nicht zurückgehen tendenziell. Außer es kommen neue Items. Das sorgt immer für ein Schmunzeln. So, und bei Nocto, da ist auch ein bisschen was passiert. 48 Level hat der gute Junge gemacht. Hat sich hier auch ein paar Items besorgt, definitiv im Legi-Dungeon. Man könnte jetzt sagen, ich glaube, er muss mindestens 2 Ultimate Runs gemacht haben. Er hat sogar eine Waffe bekommen. Also dein GZ an der Stelle ist natürlich ein schöner Push. Schön für die Level. Er hat auch gute Werte, muss man sagen. Insgesamt ist er vom Rang beim letzten Mal höher gewesen, aber ich glaube, seine potenzielle Stärke ist auch eher nach vorne gegangen. Die Man Group freut's, dass er dabei ist und mich freut es auch, dass er das schön durchzieht. Übrigens, wer Bock auf Podcast hat, Nocto führt seinen Podcast, glaube ich,
auf Spotify, ne? Wenn ich das recht im Blick habe. Da schaut mal rein. Taverneck. Let's go. So, und bei Rico ist nicht nur was auf dem Char passiert. Rico ist von der Order 66 zu Singularity gegangen. Er hat 28 Level gemacht als Assassine. Hat vielleicht diese Waffe, also ich würde sagen, zweimal eine legendäre bekommen, würde ich jetzt nicht denken. Ich denke, er hat die umgewandelt. Aber eine auf jeden Fall bekommen und auch ein paar Legi-Steine schon besorgt. Also ist auch gut reingegangen in den legendären Dungeon. SA nochmal ordentlich gepusht, auf über 4%. Unterstützt dadurch jetzt seitdem auch Singularity und kämpft um die Top 100. Also ich denke, er hat das Potenzial, das auch zu schaffen. Und man wird sehen über die Zeit, wie weit das da bei ihm funktioniert, ja. Also, ne? Aber er will auch EU5 spielen. Er will sogar in die Top 50. Also wenn das nicht ambitioniert ist, dann wird man sehen. Also, sehr interessant, wie es da weitergeht. Then we have Waters. Waters is always being evaluated with or in English. Oh, I forgot about Thunderstorm though. They were third in the elevator. They have 50 raids as well. Within the guilds, I said in the beginning, Thunderstorm is taking the top 3 place as well. And so, Undead Armies, maybe not top 5, but it's top 10 so far within the raids. And Vadas himself made 31 levels, which is a good degree. 5% scrapbook, very nice. I see some legendary items. I wouldn't say that. Maybe it seems like 2 ultimate runs or 3 if he had the same items all the time. Unfortunately, no weapon as it seems, or it was kind of old. I don't know. But in total, it's looking fine for him. He's doing his job. He's being part of the very good follower group of the players. And yeah, great support though. Und Xandalf, was ist bei Xandalf passiert? Xandalf ist von 137 auf 196 hochgekommen. Als Krieger. Ein krasser Push ist. SA auch 5% nochmal gemacht. Die Tränke haben sich sogar zum letzten Mal verbessert gerade. Aber er ist im Moment gildenlos. Heißt das, dass Xandalf nicht mehr dabei ist, oder was? Boah, ich weiß es nicht, ne? Ich kann es nicht sagen. Ich hoffe doch, dass es weitergeht, weil das schon sehr krass war ja Free-to-Play weitestgehend. Wird man sehen. Man kann es nie wissen. Aber ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zuhören. Haut auf jeden Fall rein. Macht Tschüss und Servus. Euer Basti. Ciao, ciao.